Ja, hallo liebe Leute, neues Video von Tutorius und zwar diesmal einen normalen Propeller konstruieren mit FreeCAD, auch ein bisschen mehr an einen Original-Modellflugpropeller haltend, weil hier habe ich einen liegen, den ich so von den Maßen her nehme. Das ist ein 5 Zoll Propeller mit einer 5 Zoll Steigung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und der Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern genommen. Da freut sich auch der YouTube-Algorithmus drüber. Und damit danke fürs Einschalten und dann legen wir mal los mit der Propellerkonstruktion. So, FreeCAD ist gestartet, neue Datei ist schon erstellt über Datei neu. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Und da fangen wir an. Einfach. Hat er keine neue Datei? Ne, hat er noch nicht. Okay, dann machen wir nochmal eine neue Datei. So. Zu früh gefreut. So, wir machen einen neuen Körper, eine neue Zeichnung. Die kommt auf die XY-Plane. Und das wird einfach die Narbe des Propellers. Die Narbe, die besteht aus zwei Kreisen. Einmal ein ein Loch, was eben hier ein Maß von 6 mm bekommt. Durchmesser 6 mm. Und das Außenmaß der Narbe, das ist, habe ich nachgemessen, 12 mm. So, das ist schon die Zeichnung für die Narbe. Dann wird die aufgepolstert. Und zwar ist die 7 mm hoch bei diesem Propeller. Sieht also so aus. Rundung und so weiter lasse ich hier erstmal komplett außen vor. So, dann haben wir hier, jetzt soll hier ein Flügel dran konstruiert werden. Der wird nicht hier irgendwie dran gesetzt oder so, sondern der wird einfach neu konstruiert und hängt dann da drin. Und deshalb gibt es einen zusammenhängenden Körper. Da brauchen wir erstmal eine Datum Plane. Dazu machen wir die Origins an. Und diese Datum Plane wird parallel zu dieser XZ Plane, also so lange hier drücken, bis das nur grün ist, alles andere nicht. Und dann hier dieses Symbol nehmen für die Datum Plane oder Bezugsebene heißt es im Deutschen. So, dann wird die verschoben in Z-Richtung und zwar genau um 3 mm, sodass die hier komplett drin hängt und nicht hier innen noch rausguckt hinterher, der Propellerflügel. Und dann können wir einfach OK drücken. Die Datum Plane, die können wir unsichtbar machen. Auf die zeichnen wir jetzt die Zeichnung. Die Origins mache ich erstmal wieder unsichtbar. Die brauchen wir hinterher nochmal. Okay, dann machen wir hier Datum Plane, neue Zeichnung. Und dann machen wir diesen Knopf hier an, dass wir da sehen, was wir zeichnen. Und eine solche Propeller, der hat eine Steigung. Und die Steigung, das ist der Winkel, oder die ist abhängig vom Winkel, mit dem der Propeller halt wie der Propeller angestellt ist. Und das ist an der Narbe selbst das Maximum. Und das sind in dem Fall 45 Grad bei einem quadratischen Propeller. Und ich den einfach, das Propeller, den ich hier habe, der hat eine Steigung, ist 5 Zoll in der Breite. Also ist er groß und 5 Zoll ist auch die Steigung. Deshalb ist das hier 45 Grad, weil das ist dann bei der Steigung gegeben. So, das machen wir erstmal hier zu einer Konstruktionslinie und dann überlegen wir uns, wo soll der Propeller denn liegen. Wichtig ist bei den zu druckenden Propellern, dass hier unten das immer aufliegt, damit das auf der Druckplatte auch wirklich gedruckt werden kann. Das ist nicht das Optimum für so einen Propeller, aber anders geht es halt nicht, wenn man drucken möchte. So, dann machen wir das Maß hier, also das Winkelmaß hiermit und das gibt 45 mm und dann können wir den nochmal entsprechend hier verändern. An der Wurzel hat der Propeller nicht die größte Breite, die hat er so bei 30-40%. Und deshalb fangen wir hier an. Hier ist jetzt, das mache ich über diese Linienzugfunktion und dann starten wir hier unten auf dieser Linie. Dann ziehen wir das hier so rüber und dann gehen wir hier nach oben und gehen so und gehen wieder hier runter. So, jetzt kann man hier erstmal die beiden rechtwinklig machen.
Das machen wir hiermit. Und das hätte ich gar nicht gebraucht. Ich mache die mal hier einfach symmetrisch hierzu. So, hier, das kriegt ein Maß. Nicht das. Das hier kriegt ein Maß. Das machen wir 0,8 mm. Ja, das passt so. Das muss schon genügend dick sein, damit das auch auf der Druckerplatte hält. Und das Maß hier, das ist 1,6. Ich mache es mal 1,5 mm. Und dann kann ich das hier so ziehen. Und ich kann jetzt auch diese Linie hier fixieren. Das machen wir, ich meine, über diese Funktion. Nee, dann ist es diese Funktion. Jetzt ist diese Linie fixiert und jetzt kann ich hier das nur noch in dieser Richtung bewegen und da soll jetzt hier vorne noch ein Kreis drauf. Da habe ich habe das ja schon einmal so vorbereitet gehabt und dann hat das nicht so super gut geklappt. Da machen wir jetzt hier noch so eine Linie rein. Die wird auch symmetrisch und dann zeichnen wir hier zwei Kreise ein, beziehungsweise Kreisbögen. So, was will er als erstes haben beim Kreisbogen? Ich glaube den Mittelpunkt. Jo, dann machen wir den Punkt und so. Und das machen wir hier auf der Seite auch. Gleicher Mittelpunkt, den Punkt und so. Und dann müssen die damit verbunden werden. Du mit dem. Und ihr bitte auch. Du mit dem. Taste C ist das. Du mit dem und auch Taste C. Jetzt kann man das Maß hier noch angeben. Das ist ein ziemlich kleines Maß. Da machen wir 0,1 mm. So, und dann werden die bitte noch tangential. Ich glaube, ich muss die Linie selektieren. Taste T. Und den machen wir schön zu einer Arbeitskonstruktionslinie. So. So soll das Ganze aussehen. Ich bemaß mal noch hier. Da setzen wir da unten jetzt einen Punkt rein. Den machen wir einmal auf die Linie und gleichzeitig noch auf diese Linie mit dieser Funktion. Den und den, die bemaße ich jetzt. Und das mache ich aber mit einer Referenzbemaßung. Also so eine blaue, die nur angibt, wie breit ist denn das Ding da. 7,55 mm. Jetzt können wir das ein bisschen kleiner machen. Sagen wir mal so. 6,5 oder sowas. Okay, das lassen wir so. Schließen das Ganze. Wir machen jetzt einen Test, ob diese Zeichnung wirklich korrekt ist. Wir machen einfach eine Aufpolsterung davon und da sieht man, ja, das klappt. Also machen wir abbrechen, weil ich will ja keine Aufpolsterung machen, sondern hinterher einen Loft aus mehreren von diesen Zeichnungen hier. So, dann machen wir wieder Origin an und eine neue Datum Plane. So, wieder so lange drücken, bis nur das grün ist. Datum Plane. So, die wird jetzt, also insgesamt ist dieser eine Flügel ca. 65 mm vom äußeren Durchmesser. Das heißt, da machen wir jetzt in der Z-Richtung 30 mm. Also nicht ganz die Hälfte von dem zu erreichenden Maß. Und die können wir jetzt wieder unsichtbar machen. Wir selektieren die Zeichnung, Steuerung C. Dann wird einmal hier hingeklickt, die Datum Plane aus. Dann ist nur noch der Sketch da und einmal Steuerung V. Das machen wir direkt nochmal. Wir brauchen jetzt 3 Zeichnungen insgesamt. Einmal noch an der äußeren am Propellerende. So, die Datum Plane,
Die haben wir hier, die wird selektiert, dann wird diese Funktion hier genutzt, Skizze einer Fläche zuordnen, Sketch 002, einmal OK drücken, Flatface, jo, ist in Ordnung. So, dann machen wir der Einfachheit halber direkt die nächste Datum Plane. Ich habe vergessen, die Sketche hier reinzuschieben, das geht aber auch jetzt noch. So, dann die nächste Datum Plane wird wieder an der XZ-Ebene orientiert und die wird jetzt hier 65 mm halt verschoben und das ist das äußere Ende des Propellers. Da wird jetzt der Sketch 3 drauf gesetzt. Das heißt, Sketch 3, Datum Plane selektieren. Können wir auch, muss nicht dargestellt werden. Dann Du und Sketch 003, Flatface. Und jetzt haben wir die 3 Zeichnungen hier. Den Pad hier, den mache ich über die Taste STRG D. Den machen wir transparent, damit wir da auch reingucken können. Schließen das Ganze. So, jetzt könnte ich schon einen Propeller machen, aber ich will ja natürlich hier das von der Form ein bisschen hübscher hinbekommen. Das heißt, wir machen Doppelklick auf den Sketch 2. Und das ist jetzt der mittlere Flügel, der... Ich habe völlig vergessen, den Winkel hier zu definieren. Wir machen erstmal die Fixierung weg. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Modus. Einschränkung, da müssen wir hin. So, dann gucken wir uns die Einschränkung mal an. Da ist die Fixierung, die kommt weg. So, dann machen wir, schließen das Origin weg. So, Sketch 2. Und zwar, ich meine, da hätte ich 45 Grad bemaßt, aber machen wir es hier nochmal, dann sieht man das. Bemaßung, das sind 45 Grad. Und die machen wir jetzt zu 30 Grad. So, dann kann der hier hinten ruhig so ein bisschen überstehen. Und dann ziehen wir den so nach vorne. So zum Beispiel. Das ist der 9 mm, also fast 1 Zentimeter breit. Der Flügel dort. Winkel ist 30 Grad. Wir können das schließen. Dann Sketch Nummer 3. Auch da wieder hier die Fixierung rausnehmen. Hier einmal entfernen drücken, dann bemaßen. Und das wären jetzt nur noch 10 Grad. So, dann muss man sich jetzt überlegen, wie man das vernünftig hinkriegt. Und er wird da ziemlich schmal. Wir haben hier verschiedene Maße. Und das hier, das machen wir erstmal ein bisschen schmaler, nur noch 0,8 mm. Und dann so zum Beispiel. Jo, schauen wir uns das mal an. Einfach schließen. So, kann man noch mal hier von der Seite gucken. Macht das so Sinn? Ich denke, fast die 30 Grad, die sind da falsch. Also machen wir den noch mal auf, den Sketch 2. Da machen wir mal 20 Grad. Grad. Ja, so gefällt mir das. Der kann aber wieder ein bisschen größer werden.
Und wie gesagt, den können wir auch ruhig ein bisschen nach hinten ziehen. Na, versuchen wir das mal. Schließen das Ganze und jetzt habe ich hier die 3 Sketche und die selektiere ich 1, 2, 3 und klicke auf Loft. Das ist diese Funktion hier und dann ein bisschen weltweites Warten. Aber der ist schon fertig. Ging doch schneller, als ich gedacht habe. Wir gucken uns das mal an. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Das können wir erstmal so annehmen. Gut, dann machen wir OK und wieder ein bisschen warten. Ach, so lang war das Warten gar nicht. Und da ist der Propellerflügel soweit fertig. Der wird jetzt noch per polares Muster gedreht. Und da kann man sich jetzt überlegen, wenn man das drucken möchte, ich mache jetzt hier raus ein polares Muster mit 2 für einen Zweiblattpropeller. Das heißt, einfach hier draufklicken, ein bisschen warten. Okay, da ist er da. Und sieht aber nicht so aus, wie wir ihn haben wollen. Das heißt, wir müssen hier das auf die Z-Achse umstellen. Und da haben wir den Zweiblattpropeller. Jetzt ist Folgendes, den kann man so drucken, aber das wird schon nicht einfach werden, dass das vernünftig am Brett haftet. Druckt man das jetzt mit einem Raft drunter, ist es schwierig, hinterher das Raft vernünftig abzumachen. Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, warum mache ich denn nicht einen Dreiblattpropeller? Okay, kann man einfach machen. Wir gehen hier auf 3 und wieder ein bisschen länger warten und dann haben wir einen Dreiblattpropeller. Ist bei einem Speed-Flugzeug, für das so diese Propeller gedacht sind, eher nicht so der Hit, weil die haben meist kein Fahrwerk. Das heißt, so wie eine BMW Isetta ein Schlagloch-Suchgerät war, weil eben hinten die Räder in der Mitte waren und dann vorne die Außen, hat man jedes Schlagloch mitgenommen. Hier würde man bei jeder Landung, ich sag mal, eine Propellerbruchgarantie haben beim Dreiblatt oder Mehrblatt. Wenn es 4 Blatt sogar wären, das wäre noch schlimmer. Also da muss man jetzt genau schauen. Ich würde raten dazu, solche Propeller als Zweiblattpropeller zu drucken und dann gegebenenfalls wirklich ein Adhäsionsmittel beim Druck zu verwenden. Also zum Beispiel, ich nutze da in Spiritus aufgelösten Alleskleber, nämlich so günstigen Kleber aus dem Actionmarkt. Kann auch natürlich das U aus der Tube nehmen, wer es hat. Ich nehme immer da solche Tuben aus den Billigmärkten. Vor allen Dingen für solche Sachen völlig ausreichend. Und dann halten halt die Sachen besser auf dem Brett. Und man kriegt das auch relativ einfach mit Wasser in den meisten Fällen. Sonst muss man auch ein bisschen Spiritus nehmen oder was auch immer, kriegt man es wieder ab. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie wird sowas überhaupt gedruckt. Also, wir haben hier jetzt noch mal ein bisschen warten, auf OK drücken. So, da haben wir den Propeller. Wir können jetzt man kann die Darstellung jetzt wieder, da müssen wir den Pad nehmen, Steuerung D, der soll mal wieder komplett sichtbar werden. Ach, der hat die übernommen, da müssen wir das hierfür auch machen. Ja, da ist die. So, jetzt ist der nicht mehr transparent. Den Propeller, den möchten wir jetzt drucken. Das heißt Steuerung E und so, dann, ich habe den noch keinen Namen gegeben, also speichern wir das erstmal ab. Datei speichern unter, das ist bei mir Verzeichnis FreeCAD. Na, wo bist du? FreeCAD komplett Großschreibung. Das ist hier, dann geben wir ein Unterverzeichnis 2022 08 21. Der 21.8. ist heute. Und dann nennen wir das mal Prop. Und das Ding heißt auch Prop. Prop 5x5.
heißt das Modell, und jetzt können wir das exportieren und dann hat er auch einen vernünftigen Namen und das kommt auch genau in das Verzeichnis. Und dann Cura starten. Wie gesagt, im Moment nutze ich immer noch die Cura 4.13.1, weil mit meinem Linux die 5er noch nicht vernünftig funktioniert. So, da ist Cura, Steuerung O, dann das Verzeichnis auswählen. Das ist bei der Version, kann man leider hier nicht sortieren. Das heißt, da muss man wirklich jetzt, sonst hätte ich nach Zeit sortieren können. Das klappt hier einfach nicht. Das hat früher mal geklappt, irgendwann nicht mehr. So, dann haben wir hier FreeCAD und dann irgendwo hier unten, da ist der Prop und da haben wir die STL-Datei. So, da ist der Propeller, wie er da liegt. Dann Impeller Blade, das ist korrekt, das kann ich ruhig nehmen. Von der letzten Export und Geschwindigkeit, das können wir alles lassen. Kühlung 30 Sekunden pro Schicht, das ist, denke ich mal, ein guter Wert für so eine Sache. Stützstruktur brauchen wir erstmal keine und wir machen erstmal das nur mit Skirt, also ohne Raft. So, und dann slice ich das Ganze. Die Vorschau. Dann kann man sich das hier so anschauen. Das sieht mal gar nicht schlecht aus. So, ich habe hier jetzt drinnen, glaube ich, noch die Füllung bei 80%. Das können wir auch für so eine Sache wirklich so lassen. 16 Minuten wäre das Ding zu drucken, und wenn man das mit einem RAF drucken möchte, dann macht man eben hier bei Druckplattenhaftung, stellt man das hier auf Raft um. Man kann auch einen Brim nehmen. Versuchen wir mal, wie es mit Brim aussieht. Der ist nicht ganz so schwierig zu entfernen. Das sollte wahrscheinlich auch schon ausreichend sein. Vielleicht besser mit Brim drucken. Dann braucht man wahrscheinlich auch kein Haftmittel. Und hundertprozentig halten tut das mit dem Raft. Aber das ist dann eben nicht so einfach zu entfernen. Das sieht dann so aus, und da hat man hier vor allen Dingen an der Narbe dann hier hinter alles so Dinger, die man wegschleifen muss. Also ich werde das auf alle Fälle drucken. Ich denke mal mit Brim. Und dann werden wir schauen, ob das funktioniert, und auch wieder ein Drehtest. Nicht mit dem Motor, den ich da jetzt genutzt habe. Der ist wirklich extrem hochdrehend. Ich habe einen anderen Innenläufer, der mit dem Propeller da besser zusammenpassen sollte. Okay, das war's zu diesem Video. Nochmal, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern genommen, vor allem vom YouTube-Algorithmus. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Tutorius. Tschüss.